Hallo meine lieben Verschwörungstheoretiker, willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Matrixern. Wir haben heute ein wirklich spannendes Video für euch, wirklich spannend. Da wurde noch nicht viel drüber berichtet, ist auch bei vielen nur eine Theorie oder eigentlich bei allem, was wir gesehen haben, ist es eine Theorie, worüber wir heute sprechen. Aber wir haben es live gesehen, mehrfach. Ich bin sehr oft dort gewesen. Du bist auch dort gewesen, mental hast du es gesehen. Und deswegen ist unser heutiges Thema, wie sieht die Erde wirklich aus? Ja, wir wissen ja nicht anhand der Informationen, die wir so bekommen haben, was wirklich noch stimmt und was nicht. Was wir in der Schule oder im Studium gelehrt bekommen haben. Anhand unserer Informationen hat sich herausgestellt, 95% von dem Wissen, was uns halt in Studium und Schule vermittelt worden ist, stimmt so nicht. Teilweise ist es sogar das Gegenteil. Ja, zum großen Teil, ja. Ja. Und damit befinden wir uns also an einem Punkt, an dem man sagen muss, nun, alles, was wir gelernt haben, ist Quatsch. Ja, es ist einfach eine Lüge. Und da steckt natürlich auch eine Agenda dahinter, aber... Ja, und in dem heutigen Video geht es um das wahre Aussehen der Erde. Sieht die Erde wirklich so aus, wie man uns das beigebracht hat? Also sprich mit den Kontinenten Amerika, Südamerika, Afrika, Australien, Europa, Asien? Oder ist die Erde vielleicht in Wahrheit viel, viel größer und hat viel mehr Kontinente? Ja. Kommen wir eigentlich gleich zur Sache. Es wird eigentlich kein besonders großes, langes Video, aber das, was wir... Aber wir wollen euch präsentieren, was wir jetzt schon oft gesehen haben. Schon vor vielen Jahren war ich auf der anderen Seite des Erdballs immer wieder und habe mich halt gefragt, ja, wo war ich denn da? Da gab es Inseln, die weit, weit unter Afrika gelegen haben sollen, angeblich, die da eigentlich gar nicht sind. Ich bin durch Eiswüsten oder wir sind durch Eiswüsten gelaufen. Wir haben Orte gesehen, die es auf unserer bekannten Erdkugel oder in einem bekannten Teil auf unserer Erde nicht gibt. Und das war so oft. Irgendwann habe ich auch gefragt, zeig mir mal die wahre Karte der Erde. Und ja, wir haben erstaunliche Entdeckungen gemacht. Wir haben zufällig, oder du hast gestern zufällig ein Foto gefunden in einem Video und meintest, ja, guck mal, sieht das denn nicht so aus wie das, was wir schon immer gesehen haben? Wir blenden euch das Video oder das Foto kurz ein. Und ich war total geflasht. Da dachte ich, ja, genau so, das habe ich genauso gesehen. In meinen Träumen oder hypnagogen Zuständen habe ich ja eigentlich immer eine Doppelperspektive, gerade wenn es um Leerträume geht, wo ich etwas wirklich wissen und mitnehmen soll. Sprich, ich bin an dem Ort selbst und kann aber auch gleichzeitig den gesamten Erdball sehen. Und alle Kontinente, genauso wie es ist. Das hatte ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht an die 10 Mal. Und es war sehr spannend, weil es eben zu 100% übereinstimmte mit dem Foto, das wir da gefunden haben. Ja, richtig. Ich hatte auch 2 Träume, glaube ich, in dem ich halt die Erde aus der Luftperspektive gesehen habe, im astralen Zustand. Da befand ich mich also in einer sehr großen Höhe zur Erde. Und dort konnte ich dann auch die Kontinente sehen, die wir ja so kennen, ne? Südamerika, Nordamerika, Europa, Russland und so weiter und so weiter. Aber links davon sah ich dann einen sehr großen Kontinent, den ich aus dem Erdkundeunterricht nicht kannte. Ne? Ja, und noch ein kleinerer Kontinent so rechts daneben. Also ich blende das mal eben ein. Also so in etwa habe ich das gesehen in der außerkörperlichen Erfahrung. Und als ich dann später wieder in meinem Bett zu mir kam, da dachte ich dann, was habe ich denn da gesehen? Weil diese Kontinente kenne ich so nicht. Die gibt es nicht auf unserer Erde, beziehungsweise wurde mir niemals erzählt, dass diese Kontinente
existieren. Und aus dem Grund finde ich auch sehr interessant, dass Shiva Ähnliches gesehen hat. Wir haben uns nicht abgesprochen und wussten das auch gar nicht. Wir haben uns dann irgendwann erst darüber unterhalten. Ja, und dann haben wir eben unsere Grafiken verglichen und siehe da waren wirklich Übereinstimmungen. Und das fanden wir natürlich sehr interessant und haben das Thema dann weiter verfolgt. Es gibt da verschiedene Theorien im Internet, Theorie der flachen Erde beispielsweise, die beschreiben das ja ein bisschen anders. Ne? Die sagen ja, unsere bekannten Kontinente sind in der Mitte, umgeben von einer Arktiswand, sehr hoch, sehr stabil, und dahinter befinden sich noch andere Kontinente. Also das finden wir bei der Theorie der flachen Erde. Wir sind aber keine Anhänger dieser Theorie. Für uns ist die Erde eben, ja, Toroidförmig, kugelförmig, einfach aus dem Grund auch, weil auf Mentalreisen und Astralreisen waren wir bei Planeten und die waren immer rund. Ja, also diese runde Form von Planeten ist also ja eigentlich ein Naturgesetz im Universum. Und da kann jetzt nicht plötzlich irgendeine Erde flach sein oder umgeben sein von einer Kuppel. Da gibt es aber noch eine andere Theorie, die Plasma-Mond-Theorie. Die kommt der Sache schon etwas näher. Die sagen nämlich, dass der Mond eigentlich aus Plasma besteht. Das können wir so nicht bestätigen. Der Mond besteht nicht aus Plasma. Wir waren schon du warst auf der Rückseite des Mondes, ich war im Mond. Dort habe ich Raumschiffe drin gesehen. Also wir sind uns ganz sicher, dass der Mond eigentlich ein Raumschiff ist. Also ein künstliches Objekt aus Metall. Ja. Und und aufgrund dessen kann also die Erde nicht flach sein. Es gibt auch Hobbyastronomen, die sich selbst Teleskope zusammengebaut haben, haben den Mond damit beobachtet, haben zig Objekte gesehen, die dort gelandet sind, die dort gestartet sind, über den Mond geflogen sind. Es gibt auch Hobbyastronomen, die haben riesige Raumschiffe im Orbit der Erde gefilmt. Ich kann ja mal ein paar Szenen einblenden.
Und aus dem Grund kann laut der Plasma-Mond-Theorie es nicht sein, dass der Mond einfach nur eine Scheibe ist, die aus Plasma besteht. Kann nicht sein. Wir haben dafür eine andere Theorie. Wir wollen nicht sagen, dass die absolute Wahrheit in dem Fall ist. Was die Wahrheit ist, ist die Größe der Erde und die Kontinente, das haben wir gesehen. Dass unser Erklärungsmodell des Mondes wäre, dass die Mondoberfläche so eine Art Beamer-Generatoren auf der Oberfläche hat, die ein Bild projizieren. Und unsere Theorie ist, dass die irgendwann mal ein Foto oder ein Abbild der Erde fotografiert haben und dieses Bild aufgefaltet haben, also nicht als Globus, sondern eben aufgefaltet haben und das auf die Mondoberfläche oder von der Mondoberfläche projizieren, sodass wir eigentlich in Wahrheit die wahre Erde sehen, aufgefaltet praktisch. Und deswegen verändert sich, egal wo du bist, das Gesicht des Mondes auch nicht, weil es eben nur eine projizierte Oberfläche ist. Wie das alles zusammenhängen kann, dass der Mond überall sichtbar ist, darüber rätseln wir auch noch. Ja, also wir sagen nicht, dass unsere Theorie ausgereift ist. Nein. Wir liefern euch nur die Dinge, die wir gesehen haben, auf außerkörperlichen Erfahrungen oder in hypnagogen Zuständen. Die Informationen können wir euch geben. Was ihr da für Theorien rausbastelt, ist natürlich euer Ding. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, wie das alles so logisch erklärbar gemacht werden kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da in den Kommentaren inspirieren würdet oder eure Modellvorstellung schreiben würdet. Bitte keine flache Erde-Theorien, da können wir einfach gar nichts mit anfangen. Aber gerne alle anderen Theorien. Und ja, sie müssen uns ja alles sagen, sie müssen uns ja die Wahrheit präsentieren. Deswegen haben wir überlegt, am schlausten ist es doch, die Ware von der Erde zu projizieren. Du hast sie immer vor der Nase. Ist ja nicht so, dass sie es uns verheimlicht hätten. Es ist also alles vor unseren Augen. In Wahrheit ja. Ja, also wir stellen uns das so vor, der Mond ist künstlich, damit man aber von der Erde aus, also die Menschheit, nicht sehen kann, dass der Mond künstlich ist, wird eine Art Bildschirm projiziert vor der Vorderseite des Mondes. So, damit man die wahre Oberfläche des Mondes nicht sehen kann, sondern man sieht nur ein Abbild von irgendwas. Und dieses Abbild ist höchstwahrscheinlich, so wie wir das sehen, ein Abbild der Kontinente der Erde. Das bedeutet, die dunklen Flächen sind die Landteile der Erde und die hellen Flächen eben das Meer. Wir können das ja auch mal einblenden. Hier kann man also sehen, wenn man jetzt den Mond einmal dreht und die dunklen Flächen mit den Kontinenten vergleicht, die wir kennen, tauchen tatsächlich die Kontinente auf, aber noch zusätzliche Kontinente sind auf diesem projizierten Bild irgendeiner Projektionsmaschine, die auf dem Mond dann angeworfen worden ist irgendwann, deutlich erkennen. Ja, was wir so gesehen haben, was wir dann auch daraus schließen, also wir hatten ja mal ein Video gemacht über das Miniaturuniversum, dass die Erde eigentlich, dass uns nur die kleine Version der Erde präsentiert wird, die Erde aber viel, viel größer ist und wie wir das so einschätzen, also ich habe gesagt, das ist ein Fünftel, die Erde, die uns präsentiert wird. Du hast gemeint gestern dann, der Umfang der Erde in Wahrheit müsste um die 200.000 Kilometer sein, was ja dann in etwa stimmen würde. Mein Fünftel und deine 200.000 würde ja dann gleich sein. So wie wir es gesehen haben, mit Einschätzungen bin ich in dem Fall nicht besonders gut, aber ich würde sagen, in Wahrheit ist unsere Erde, oder sehen wir nur ein Fünftel unserer Erde. Und der Kontinent, den ihr hier seht, den habe ich auch ganz genau exakt so gesehen. Die Landbrücken, die Inseln, habe ich so gesehen im Detail. Der ist verdammt riesig. Riesig, riesig, riesig. Der erstreckt sich fast über den ganzen Globus von Nord nach Süd.
So habe ich das gesehen. Und ja, ich kann ja auch mal beschreiben, wie das da so aussieht. Ich war an einigen Orten dort, an die ich mich noch erinnere. Ich habe gestern haben wir noch überlegt, was ich noch alles gesehen habe. Ich habe mir leider nicht alles aufgeschrieben, eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Aber was noch da ist, hier seht ihr diese Insel. Und da ist diese Landmasse, diese Brücke zu dem großen, sie nennen es Terra Vista, wie das wirklich heißt, weiß ich nicht. Nennen wir ihn einfach auch Terra Vista. Und diese große Halbinsel praktisch, die ist sehr begrünt, sehr bergig auf der linken Seite hier. Dort gibt es, so wie die Anden, ein riesiges Gebirge von unten nach oben. Und ich wollte ja eigentlich praktisch, habe ich mich hier an diesem Punkt befunden und wollte dann nach unten, nach Süden, weil ich dann Richtung Landbrücke wollte, um dann rüberfliegen zu können auf den riesigen Terra Vista-Bereich. Da habe ich dann halt gesehen, es gibt da viele Wälder, es ist sehr grün, bergig und bin dann eben an diesen Punkt gekommen, vor dieser Landbrücke, bin drüber geflogen und dort, ja, das hat mich sehr an Indien erinnert. Ich war in diesem Bereich war ich hier und da war auch sehr viel Armut in dem Bereich, wo ich gewesen bin. Das war so eine Mischung aus Ecuador und Indien für mich. Ja, dann war ich noch auf dieser sehr tropischen Insel. Damals im Traum wunderte ich mich noch, aber unter Afrika, da gibt es das nicht. Und es war auch mehrere tausend oder hunderte Kilometer, ich bin echt schlecht im Schätzen, war das eben unter dem angeblichen Afrika, was aber nie gestimmt hat, weil das ja eben hier ist, auf dem nicht bekannten Teil der Erde. Das war wunderschön dort. Auch dort haben sie Hotelanlagen und All-Inclusive Resorts. Also die Menschen dort sind eigentlich ähnlich wie wir hier. Dann war ich noch hier, ganz im Norden auf dieser Insel. Da waren wir auch beide. Und das ist eigentlich, die ist total mit Eis und Schnee bedeckt. Da sind wir lang gestiefelt. Wir wollten eigentlich so eine Rundtour machen. Wir wollten vom rechten Teil dieser riesigen Insel nach links, du kannst dir nicht vorstellen, also das sind Hunderte oder Tausende Kilometer gewesen eigentlich, in Wahrheit. Das sieht jetzt auf dem Foto nicht so aus, aber es ist wirklich groß gewesen. Ja, an mehr erinnere ich mich leider nicht. Ich weiß, ich hatte noch einige Erlebnisse und Erfahrungen, vielleicht fallen sie mir im Laufe des Videos noch ein, ich weiß es nicht. Jedenfalls die Menschen dort, vom Gefühl her oder was wir so fühlen, ist, dass die eher über uns Bescheid wissen, wir aber nicht von denen. Und was gestern noch an Impulsen bei mir reinkam, war eben die Trennung oder Spaltung der Erde, wie damals bei der DDR. Da ist etwas sehr Großes vorgefallen, eventuell. Also es kam rein, zwischen Atlantis und Lemurien ist was, weiß ich nicht, exorbitant Dramatisches passiert. Und dann ist eben diese Spaltung der Erde passiert. Was uns gewundert hat, dass bei all den Channel-Medien niemals jemand gesagt hat, ja, eigentlich sieht eure Erde ja ganz anders aus. Und in dem Moment kam mir der Impuls, dass die Galaktische Föderation da eben auch ein Verbot gemacht hat, dass niemand darüber berichten darf, wie die Erde wirklich aussieht. Wir sind ja auch nicht so die größten Fans der Galaktischen Föderation. Wir denken ja nicht, dass die alle nur das Beste für uns im Sinne haben, sonst hätten sie auch die Mondmatrix schon ausgeschaltet, denn dazu sind sie in der Lage, tun sie aber nicht. Von daher, ja, das waren die Impulse. Irgendwas ist zwischen Atlantis und Lemurien passiert und die Galaktische Föderation hat die Spaltung eingeführt und ein absolutes Redeverbot. Das ist aber auch nur eine Theorie, das sind nur die Impulse, die gekommen sind. Wenn bei euch, bei einem oder bei anderen jetzt eine Gänsehaut kam, schreibt es uns gerne. Bestätigung finden wir gut in dem Fall, weil genau, das waren nur Gedanken, die gekommen sind als Impulse. Ja, ich finde es auch interessant, dass so viele Mondmissionen gegeben haben soll und keiner hat die Erde fotografiert. Ja, es gibt ja auch keine Fotos, ne? Ja, komisch. Warum nicht? Ne? Alle Bilder, die wir im Internet sehen über die Erde, sind alle digital erzeugt. Ja, warum zeigen sie uns nicht mal ein echtes Foto von der Erde? Eben, die sind doch oft genug angeblich herumgeflogen. Oder das Hubble-Teleskop, irgendwelche Teleskope von da oben. Ja, weil vom Mond gibt es 523.000 Fotos. Ne? Und von der Erde 0. Unlogisch. Auch die Astronauten, also wenn ich ja in so einem
Space Shuttle sitze und wir fliegen von der Erde weg. Also ich glaube, ich würde die Digitalkamera wahrscheinlich nicht mehr aus der Hand legen. Ja, wenn ich in der ISS sitzen würde und aus dem Fenster gucke, mache ich auch so. Ja, dann würde ich doch Fotos machen ohne Ende. Gibt es aber nicht. Und warum nicht? Entweder weil es nicht möglich war, Fotos zu machen, weshalb auch immer, ja, oder weil man uns eben nicht zeigen wollte, wie die Erde wirklich aussieht und was vielleicht im Orbit los ist und dergleichen. Und dazu tendieren wir dann schon eher vom Gefühl her. Wir fragen uns nur, warum es eben dieses strikte Verbot gibt, dass wir das wissen dürfen, wie die Erde in Wahrheit aussieht. Und was dazu noch, das ist schon seit tausenden Jahren so. Viele, viele tausende Jahre, vielleicht mehrere 10.000 Jahre, ich weiß es nicht. Ich habe nur den Impuls bekommen, dass es schon uralt ist, dass es dieses strikte Verbot, links darf nicht nach rechts und rechts nicht nach links, das ist schon uralt. Ja, und ich höre da schon den einen oder anderen denken, ja, das wäre uns doch wohl aufgefallen, wenn wir mit dem Flugzeug mal von Russland nach Amerika fliegen oder von China nach Mexiko oder so. Da müssten wir doch mal irgendwo gesehen haben, dass da Land existiert, das nicht aufgezeichnet wurde auf der uns bekannten Weltkarte. Ja, aber es gibt Flugrouten. Das bedeutet, die Flugrouten sind ja von vornherein festgelegt. Und auf diese Weise, die festgelegten Flugrouten könnten natürlich so konzipiert worden sein, damit eben nicht diese unbekannten Kontinente überflogen werden. Außer die Flugzeuge, die verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Wer weiß, wo die hin sind. Die Menschen dort haben ähnliche Namen für ihre Länder wie wir. Es gibt ja auch in Deutschland einen kleinen San Francisco oder keine Ahnung was. Und genau so, man muss sich ja vorstellen, alles ist miteinander verbunden, alle Realitäten, alle Wahrscheinlichkeiten haben ja Verknüpfungspunkte und dort gibt es zum Beispiel auch ein Uruguay, ein Ecuador, ein Paraguay, Afrika, Amerika gibt es dort auch. Natürlich nur, dass das eben auf deren Kontinente und Inseln projiziert wurde. Also die haben ihre Inseln so benannt. Wir waren in einem Amerika, dann wollten wir nach Paraguay, was dort aber eigentlich das Uruguay war. Ganz witzig und das sah auch ganz anders aus. Das war hier eine riesige Landmasse, umgeben von, es hatte bestimmt mehrere 100 Kilometer Durchmesser und die war umgeben von riesigen Gebirgen. Auf der Südseite dieser Insel, auf der anderen Seite kam dann das Meer. Und ja, man musste den ganzen Weg um dieses Gebirge rumfahren, um in diesen Kessel, in diese riesige Landmasse reinzukommen, in das Paraguay, Uruguay zum Beispiel. Ist mir auch noch gerade eingefallen. Ah ja, das war dann ein Traum oder? Ja, das war ein Traum. Okay. Aber wie gesagt, ich habe ja auch eine verlässliche Channeling-Quelle da oben selber. Und wir haben ja gefragt, wie sieht denn die Erde nun wirklich aus, mit welchen Kontinenten und auch gleich noch in der gleichen Minute wurde uns dann oder mir praktisch das Bild gezeigt, wie die Erde wirklich aussah und es war exakt genau die gleiche Abbildung, wie ihr hier nochmal seht. Also im Detail eigentlich. Also zusammengefasst kann man sagen, die Erde ist in Wahrheit wesentlich größer, hat viel mehr Kontinente. Vermutlich gab es einen Streit oder ein dramatisches Ereignis zwischen Atlantis und Lemurien. Die Galaktische Föderation hat verboten, dass die Menschheit das wissen darf. Wir gehen von der Theorie aus, dass es der Mond die Erdoberfläche projiziert als Abbild, nicht als Reflexion. Das ist ein Unterschied, das denken wir nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht möglich. Ja, das ist kurz zusammengefasst, was wir so euch präsentieren wollten. Schreibt uns gerne noch eure Theorien, was ihr dazu denkt oder vielleicht habt ihr auch Erklärungsmodelle, wie eben das mit der Mondbahn funktionieren kann, ob man eben an allen Stellen der Erde, wenn sie wirklich 5-mal größer ist, so wie wir es gesehen haben, der Mond immer sichtbar ist
Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass zum Beispiel, als wir in Europa gelebt haben, hat der Mond sich ganz berechenbar verhalten. Ne? Und er ging links auf, zog über den Himmel und ging dann rechts wieder unter. Genau. Aber hier in Südamerika verhält sich der Mond sehr seltsam. Okay, da wir ja auf der anderen Seite der Halbkugel sind, geht der Mond rechts auf und geht links unter. Sollte er tun. Sollte er tun. Aber der Mond verhält sich hier sehr komisch. Der geht dann rechts auf und verschwindet dann plötzlich. Ist dann weg. Ist dann einfach weg. Und dann taucht er an anderer Stelle wieder auf. Und dann geht er plötzlich unter. Und kurz darauf ist er dann wieder oben. Und das ist nicht nur unsere Beobachtung übrigens. Ja, das haben wir also schon von vielen hier gehört, die den Mond häufiger mal beobachtet haben. Und das finden wir dann schon sehr seltsam, dieses Verhalten. Naja, wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Kommentare habt oder ein paar Ideen habt dazu. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Träume mal gehabt oder Wahrnehmungen, die vielleicht diese Vermutung stützen, dass die Erde in Wirklichkeit viel größer ist und es mehr Kontinente gibt, als uns in der Schule beigebracht wurde. Jedenfalls freuen wir uns vielleicht für zusätzliche Informationen. Und vielleicht hat ja auch einer eine Idee, warum es diese strikte Wissensverbot seit tausenden Jahren gibt. Das würde mich auch noch interessieren. Ich weiß nur, dass es so ist, aber nicht warum. Okay, ihr Lieben, das war unser neuestes Verschwörungsvideo. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!